Es gibt einen Fahrradhersteller, der ist in den letzten Jahren auf dem deutschen Markt wie ein Komet aufgestiegen. Die Rede ist vom spanischen Hersteller Orbea. Und warum Orbea so erfolgreich und so beliebt ist, das möchte ich mit euch in diesem Video anschauen. Aber woher kommt Orbea eigentlich? Die spanische Marke Orbea ist im Baskenland zu Hause, also in Nordspanien an der Grenze zu Frankreich. Und da kann man nicht nur richtig gut essen, sondern auch richtig gut Fahrrad fahren. Ganz egal ob Rennrad oder Mountainbike, denn die Pyrenäen sind auch nicht weit entfernt. Das Spannende an der Geschichte von Orbea ist, dass man ursprünglich gar keine Fahrräder hergestellt hat. Denn als das Unternehmen 1840 gegründet wurde, war Orbea ein Waffenhersteller. Ein Handwaffenhersteller, der Pistolen herstellte. Erst 1920 wechselte man von Handwaffen auf Sportgeräte, also aufs Fahrrad. Ein guter Schritt, wie ich finde. Und es gibt noch einen spannenden Wendepunkt in der Geschichte von Orbea. Denn Ende der 1960er Jahre geriet das Unternehmen in finanzielle Schieflage. Und damals entschlossen sich die Mitarbeiter, die Firma aufzukaufen. Die Mitarbeiter gründeten eine Genossenschaft und somit ist Orbea bis heute in den Händen der eigenen Mitarbeiter. Man könnte also wirklich sagen, dass bei Orbea Fahrräder von Bikern für Biker gemacht werden. Und dieser Mut, den die Mitarbeiter damals aufbrachten, als sie die Firma unter die eigene Obhut nahmen, diesen Mut merkt man Orbea bis heute an. Beispielsweise mit so mutigen Produkten wie dem Orbea Rise, das hier neben mir hängt. Denn Orbea war einer der ersten Hersteller, die fest daran glaubten, dass solche Light Assist E-Mountainbikes einmal von durchschlagendem Erfolg sein werden. Und genau so ist es gekommen. Das Orbea Rise ist mit Sicherheit eines der erfolgreichsten und beliebtesten Light Assist E-Mountainbikes am Markt. Das Bike zeichnet sich durch einen kleinen, einen kompakten Akku aus, der das Gewicht drückt und der wiederum einen Shimano EP8 Motor mit reduzierter Leistung speist. Reduzierte Leistung bedeutet geringerer Energieverbrauch und deswegen kommt das Bike eben mit dem besagten kleineren Akku aus. Ein geniales Konzept, das das Gewicht des Bikes drückt und dem Bike dadurch besonders viel Agilität und ein angenehm verspieltes Handling verschafft. Orbea hat aber natürlich auch Full-Power E-Mountainbikes im Programm, wie beispielsweise das Wild vor mir. Das Orbea Wild basiert auf Boschs kraftvollem und super erfolgreichen CX-Motor. Und das Ganze ist gepaart mit einer robusten Ausstattung, die kompromisslos auf Single-Trail-Vergnügen ausgelegt ist. Deswegen arbeitet an der Front auch eine Federgabel, die satte 160 mm Federweg zur Verfügung stellt. Mit diesem Bike kann man es in grobem Gelände kompromisslos laufen lassen. Und wenn wir schon bei mutigen Produkten sind, dann möchte ich unbedingt noch eines meiner Highlights im Orbea-Sortiment ansprechen, nämlich das Cayman ADV, ein Adventure-Bike, das die Brücke schlägt zwischen E-Mountainbike und E-Citybike oder ich würde sagen Alltagsbike. Denn das Cayman ADV basiert auf einem soliden Aluminium-Mountainbike-Rahmen mit einer Mountainbike-Geometrie, die mir absolute Sicherheit und Kontrolle im Gelände gibt. Und gleichzeitig ist das Bike aber komplett ausgestattet mit Gepäckträgern, mit Lichtanlage, mit Schutzblechen, womit ich die Möglichkeit habe, das Bike auch im Alltag zum Pendeln zu nutzen oder eben zum Einkaufen. Der Gepäckträger am Cayman ist beispielsweise mit bis zu 30 Kilogramm belastbar. Also überhaupt kein Problem, da einfach schnell den Kindersitz zu montieren. Und diese mutigen Produkte, die scheinen bei den Kunden richtig gut anzukommen. Ganz zu schweigen von den gefälligen Designs und den wirklich stylischen Rahmen, die Orbea in den letzten Jahren so herausgehoben hat. Orbea schafft es also, Funktionalität, Vielseitigkeit und Style miteinander zu vereinen. Das heißt also bei Orbea nicht Form follows Function, sondern Form meets Function. Und das ist sicherlich das Erfolgskonzept, warum Orbea so beliebt ist. Mir gefällt's und mich würde interessieren, wie es euch denn eigentlich gefällt. Lasst mir doch mal eure Meinung zu Orbea in den Kommentaren da.
Wenn dir die stylischen Bikes von Orbea gefallen, wenn du eine Marke unterstützen möchtest, die in den Händen der eigenen Mitarbeiter liegt, dann schau dir doch unbedingt die zahlreichen Orbea-Modelle bei uns im Rebike Webshop an. Allesamt sind die Bikes bei uns general überholt worden und somit kannst du dich auf unsere Rebike Refurbished Qualität verlassen. Viel Spaß beim Stöbern und noch viel mehr Spaß mit deinem neuen Orbea E-Bike von Rebike. Bis dahin, der Maxi von Rebike.